Mit Messer und Folie statt mit Sprühpistole und Lack. Folieren statt lackieren für alle, die extravagantes Autodesign lieben. Die Farbkombination funktioniert. Das Auto ist outstanding. Und ich als Kerl bin genetisch so hinterlegt, dass mir sowas gefällt. Wem es nicht gefällt, mal. Das Projekt eine Dodge Viper, noch in Hochglanzschwarz, zu gewöhnlich für ein außergewöhnliches Auto. Ob matt mit 3D-Effekt oder Muster, die Auswahl an Folien ist riesig. Ja, Lack sieht ja so eigentlich ganz gut aus, gell? Für so einen alten Bock echt brauchbar. Ja. So ein bisschen gut. Ja. Würdest du auch hier mit dem Streifen ansetzen, oder? Ja, genau. Und dann Alexander Otto und Andreas Schopf planen den neuen Look. dass wir das sauber hinkriegen. Erst einmal heißt es putzen. Das Reinigen ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Arbeit, weil die Oberfläche fettfrei und staubfrei sein muss, damit man natürlich nachher auch keine Staubkrümel unter der Folie hat und damit die Folie auch überall perfekt haftet. Je nach Folienhersteller gibt es spezielle Reiniger, die auf die jeweilige Folie abgestimmt sind. Andreas Schopf nimmt in diesem Fall einen Reiniger auf Benzolbasis. Sieht mega geil aus. Auf jeden Fall auch nicht ganz unaufwendig, aber das kriegt man schon hin. Ja, ja gut, einfach kann es ja jeder. Das neue Design für die Viper ist eine Art Retro-American-Style. Das sieht man ja da unten nicht. In dem Fall ist das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, damit man einfach mehr auffällt. Ja, damit das Ding ein Eyecatcher wird. Schwarz ist zwar schön, aber bunt ist schöner. Bei der Folierung wird eine selbstklebende Folie über die Oberflächen des Autos gezogen, lasergenau ausgemessen. Sitzen wir in der Mitte? So links, jetzt ist perfekt. Jetzt ist gut, alles klar. Die farbigen Streifen müssen exakt positioniert sein. Also hier haben wir jetzt die Stoßkanten von den zwei Farben markiert, wo nachher das Schneideband gezogen wird. Mit der Linie ist dann quasi genau das fertige Design nachher markiert, wo die zwei Farben aneinander liegen. Das wird nachher auf der anderen Seite genauso gemacht und dann haben wir da quasi die Trennung zwischen den Farben. Für die perfekte Trennung soll das Knifeless Tape sorgen, also das messerfreie Klebeband. Das setze ich hier an, wird an der vorher markierten Stelle entlang geklebt. Wenn es geht, gerade, ohne Wellen, blitzsauber. Damit nicht wie zu früheren Zeiten mit dem Messer auf dem Lack schneiden muss, gab es einen schlauen Kopf, der ein Tape entwickelt hat, auf dessen Mitte ein Nylon- oder Stahlseilfaden ist. Und diesen Faden kann ich später durch die Folie durchziehen und sie so durchschneiden, ohne dass ich in Gefahr laufe, einen Lack zu verletzen oder reinzuschneiden. Die erste Folie, weiß für die Mitte der Haube. Der Originallack bleibt dabei unversehrt. Die Folie lässt sich später ohne Schäden wieder ablösen. Jupp, sieht gut aus. Brauchst du noch Material? Ja, passt. Okay, Alles gut. Dann bin ich ja fix. Mit einem Rakel drücken Sie die Folie blasenfrei auf. Eine Schutzfolie auf der Folie verhindert Kratzer. Ja, das weitere Gute bei der Folie ist halt, die Folie hat noch ein spezielles Klebersystem. Das kann man sich vorstellen, wie wenn Glasperlen unten am Kleber wären. Und die Glasperlen zerplatzen quasi bei Druck. Das heißt, erst wenn wir mit dem Rakel drüber gehen, dann kriegt der Kleber richtig Kontakt zur Oberfläche und haftet.
Deshalb kann man die Folie repositionieren. Sprich, wenn die mal auf der Oberfläche liegt, kann man sie noch repositionieren. Und erst wenn ich sie mechanisch belaste, fängt sie an zu haften. Das A und O ist eigentlich das, dass wir die Folie nicht durchschneiden. Wir ritzen die Folie nur an eine Sollbruchstelle, wie wenn man ein Blatt Papier ein paar Mal hin und her knickt. Dann kann man das abreißen. Es reißt exakt an der Stelle, wo man es quasi geknickt hat. Und genau dasselbe Prinzip verfolgen wir hier mit dem Messer. Wir ritzen die Folie wirklich nur an und geben der eine Sollbruchstelle, wo sie nachher dann abbricht. Es gibt, glaube ich, keinen Folierer, der wo anfangs noch nie einen Lack geschnitten hat. Also man trainiert sowas. Ja, wir haben auch gewisse Bauteile, wo man dann quasi einmal in der Woche einen Testschnitt macht, dass man einfach wieder weiß, dass man immer noch den perfekten Schnitt macht, ohne den Lack zu beschädigen. K-Wrapping nennt sich die Kunst. Ohne viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl kaum machbar. Besonders wenn es um Ecken und Kurven geht, wie am Kotflügel. Wollen wir hier warm? Jupp. Siehst du aus? Der Trick, die Folie reagiert auf Hitze und lässt sich dann gut dehnen und spannen. Und wenn sie später erneut erhitzt wird, schrumpft sie zurück. Die Folie erinnert sich an ihre ursprüngliche Form, der sogenannte Memory-Effekt. Okay. Ja. Erstmal Spannung aufbauen. Entfalten darf sie sich später. Das kann man vielleicht noch rausholen. Das ist ein bisschen wie beim Golf, das Grün lesen. Wenn es hoch, wenn es runter geht, was für einen Knick du drin hast, wo man warm macht, wo man zieht. Durch diese wirklich konkave Form brauchen wir am höchsten Punkt etwas mehr Dehnung, ja, damit die Folie nachher fällt. Ja, ich kann es nicht anders erklären. Das ist halt so. Ja. Okay. Willst du das so, oder? Vertiefungen in der Karosserie sind eine besondere Herausforderung. Vorsichtig und wohltemperiert wird die Folie nach und nach tief gezogen. Bei der Vollfolierung werden alle sichtbaren lackierten Flächen beklebt. Manchmal geht es nur darum, den Originallack zu schützen. In diesem Fall soll der amerikanische Sportwagen einfach schöner aussehen. Das ist dann immer das Gefährliche an der Arbeit, dass man sich auch oft gerne verkünstelt. Zum Thema Folie sehen Sie ja hier jetzt auch ganz schön, wie ich mit dem Material hin und her spielen muss, dass ich wirklich nachher das perfekte Ergebnis habe und die Folie nachher auch da bleibt, wo sie sein soll. So eine Stelle braucht gern schon mal eine gute halbe Stunde. Für mich ist das Schönste einfach die Detailarbeit. So die Liebe zum Detail, die Kleinigkeiten, die es nachher dann wirklich ausmachen. Sitzt die Folie perfekt auf dem Kotflügel, ist es Zeit für das Knifeless Tape. So, der Faden hat es jetzt durchgeschnitten, wie man sieht. Und wenn alles geklappt hat, dann können wir uns das Blau ganz einfach abziehen.
Weiß und Blau sind nun gemeinsam durchgeschnitten. Allerdings klebt unter dem Blau, dort wo die Folien übereinander lagen, noch der kleine Streifen Weiß. Und der muss raus. Da braucht man sehr viel Ruhe und Geduld. So, da wir jetzt die Folie natürlich ein bisschen arg beansprucht haben und gestresst haben, sieht jetzt natürlich gar nicht schön aus. Aber wie wir wissen, hat die Folie Erinnerungsvermögen, dann machen wir sie ein bisschen warm und dann schrumpft die wieder schön dahin, wo wir sie haben wollen. Autos folieren ist kein Ausbildungsberuf. Andreas Schopf hat es sich bei Profis abgeguckt und den Rest selbst beigebracht. Heute ist er auf Motorsportfolierung und ungewöhnliche Designs spezialisiert. Alexander Otto ist gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller. Ein Retro-Design auf ein mittelneueres Fahrzeug zu kleben und ein Design anzupassen, das ist natürlich auch eine sehr tolle Sache für mich. Und macht natürlich auch mega viel Spaß, weil es eine große Herausforderung ist, ein Design anzupassen auf eine runde Form. Jeder hat auch so seine bevorzugten Skills. Ich zum Beispiel mache gern Freihandsachen. Diese ganzen Streifen hier, ja, die sind alle Freihand runtergezogen, nicht mal mit Laser, macht man nur auf der Haube. Und er ist natürlich voll Profi für die Vertiefungen in der Motorhaube. Kennt kaum jemand anderen, der eine Folie so gut lesen kann, dass man in solche extreme Vertiefungen mal eben eine Folie runterarbeitet. Finde ich ganz cool. Und so teilt man sich dann auf. Ja. Das ist dann wirklich auch ein Stück weit ein Erfahrungswert, in welche Richtung man die Folie spannt und wie stark man sie spannt. Wenn man sie zu stark spannt, ist natürlich auch nicht gut. Das brauchen wir dann einfach so ein bisschen im Gefühl und das hat man natürlich auch erst im Laufe der Jahre. Also das ist auch ein Thema, wo man sehr lange lernen muss, um das Gefühl für das Material zu kriegen. Jetzt geht's ans Heck. Stoßstange hinten, extreme Challenge. Wir haben einen riesigen Peak bei einer massiven Krümmung nach hinten. Das heißt, aus diesem Stück Folie müssen wir mit Hilfe dieser Heizlampe extrem viel Spannung reinbringen. Das Ganze darüber spannen, damit wir so viel Spannung haben, dass wir die Folie immer wieder lösen können und per Hitze Stück für Stück für Stück relativ spannungsfrei bis in diese Kante reinarbeiten können. Das ist der Spaß dabei. Der Infrarotstrahler verteilt die Hitze gleichmäßig im Material. So kann die Folie extrem gedehnt werden. Okay. Und Gas. Ja. Ein bisschen runter noch. Ein bisschen runter. Okay. Mhm. Perfekt. Nicht so arg auseinanderziehen. Wenn die Folie reißt, dann habe ich die Belastungsgrenze erreicht. Ja? Oder wenn zum Beispiel, wenn ich aus dem Rot rosa mache, wenn ich einfach die Folie so weit auseinanderziehe, dass ich die Pixel so weit entfernen, dass ich eine Farbveränderung habe, dann habe ich es übertrieben. Ja? Das geht nicht unendlich.
Okay. So, wir sind an unserer Wunschkante angetroffen. Das wird nochmal eingedrückt, damit man später sauber schneiden kann. Zu 90% in meinem Beruf klebe ich 2D, das heißt Wände, Messewände, Hauswände, Glasscheiben. Und 3D, das ist für jeden versierten Werbetechniker, der Spaß dran hat, das ist einfach die Endstufe. Zack, da kann man kleben, da kann man ziehen, da kann man machen. Das ist cool. Mit dem Seitenteil kommen wir ja hier dann über die Fuge drüber. Genau. Okay. Und dann die Nebelscheinwerfer machen wir auch eine Lichtbruchkante vorne. Für ein einzelnes Stück Folie liegen die Nebelscheinwerfer zu tief in der Karosserie. Die Folie würde irgendwann wieder herausspringen. Die Lösung? 2 Folienstücke, die an der Lichtbruchkante aufeinandertreffen. Diese Lichtbruchkante sind eigentlich diese Punkte, wo der Radius von dieser Kurve anfängt und endet. Wenn wir diese 2 Punkte nehmen, dann überlischen wir quasi das Auge und das Auge nimmt diese Kanten oder Überlappungskanten nicht so wirklich wahr, weil dieser Schnitt versteckt wird. Andreas Schopf arbeitet hier mit einem Einleger. Das heißt, er nimmt ein zuvor passend geschnittenes Stück Blau und legt es sauber in die Vertiefung ein. Den Schnitt am Glas macht er mit dem Messer. Den lackschonenden Schnitt an der Lichtbruchkante übernimmt wieder das Knifeless Tape. Ich würde schon sagen, dass ich zufrieden bin. Wir haben eine perfekte Rundung, wir haben keine Welle drin und nichts. Dementsprechend werden wir das nachher auch so gut wie nicht sehen. Da ist natürlich dann auch entscheidend, dass wirklich die Rundung einfach perfekt ist, weil jede Unregelmäßigkeit nimmt das Auge wahr. Gut verklebt hält eine Folierung auch mit solchen Kanten und Einlegern problemlos 7 Jahre. Erst dann kann sie rissig oder matt werden und sich ablösen. Für ein eher kurzfristiges Auto-Umstyling also genau richtig. Für eine dauerhafte Lösung ist eine Lackierung schon besser. Auch wenn die Handwäsche schonender ist, die Spezialfolie hält sogar die Waschanlage aus. Allerdings ohne harte Nylonbürsten. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder? Sieht gut aus. Für die perfekte Retro-Racing-Optik zieht Alexander Otto freihand noch sogenannte Pinstripes, die die Übergänge zwischen den Farben betonen. Währenddessen kümmert sich Andreas zusammen mit Grafiker Frankie um das Design der Aufkleber. Was denkst du, was kannst du kleben? 2,5? Geht auch noch, oder? Mhm. Ja, liegt eigentlich hauptsächlich am Plotter, aber der packt es ja ohne Probleme. Von daher. Größe, Positionierung und die Ausrichtung, die ist dann natürlich entscheidend. Weil wenn die Zahl nachher zu klein ist, dann sieht es blöd aus, weil sie verschwindet in der Fläche. Und wenn sie zu groß ist, dann ist die einfach zu dominant. Und da müssen wir halt auch einfach das perfekte Maß finden und auch die perfekten Winkel, dass es halt nachher wirklich gut aussieht. Okay, so, die Richtung ist okay.
Fertig ist die neue alte Viper. 24 Stunden muss die Folie noch ruhen, damit der Kleber wirklich hält. Lackiert hätte dieses Design etwa 15.000 € gekostet. So ist es nur ein Drittel. So, Mission erfüllt. Ja, mal wieder richtig geil geworden, wie immer. Solche Designs zu sehen, macht natürlich schon auch erwärmendes Herz, weil es einfach was anderes ist. Die normalen Autos mit einer Lackierung, das ist einfach ein Stück weit langweilig teilweise. Und das ist dann ein individuelles Design, wo man dann einfach ein Handwerk sehen kann. Das hat man ja vorher in dem Schwarz-Uni überhaupt nicht gesehen. Das war ein schwarzer Bollen lang und jetzt sieht man, die Türe kommt da raus. Die Haube zieht sich unendlich. Fetter Arsch, Entschuldigung. Aber jetzt weiß man's. Ne? Komm her, Schatz. Können wir jetzt fahren, ja? Ja, raus die Mühle. Drei Tage Arbeit für einen völlig neuen Look. Und wem die Folierung irgendwann nicht mehr gefällt, der kann sie ja wieder abziehen und neu beginnen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.